Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Diesmal zu den besten 10 Schulanime, dem Gewinner des Votings. Wenn ihr abstimmen wollt, welches Video als nächstes kommen soll, würde ich euch raten, ein Abo dazulassen und auf die Glocke zu hämmern. Damit verpasst ihr das nächste Voting auf jeden Fall nicht. Starten wir mit dem Video. Ach, Gedankenlesen. Wäre doch ziemlich nice, oder? Abgesehen in dieser Zeit. Ich meine, sind die Menschen derzeitig durchgedreht? Vor allem in der Pandemie habe ich mehrmals am Intellekt unserer Lebensform gezweifelt. So und nicht anders muss es Totoro ergehen. Denn sie hat die Begabung, Gedanken zu lesen. Leider hört sich das besser an als gedacht. Denn vor ihr kann man nichts geheim halten. Und das sorgte für starke Konflikte in ihrer Familie, sowie dass mehrere Freundschaften daran zerbrachen. Aber als jede Hoffnung verloren scheint, erscheint Manabe vor ihr, der prompt ihre Fähigkeiten akzeptiert und ihr hilft, neue Freunde zu finden. Aber das auf die ein oder andere verrückte Art. Kotoro-san ist ein süßer Stuhl, Slice of Life und Romance Anime. Dabei wird die Gedankenlese-Mechanik sehr angenehm eingesetzt und mit einem liebevollen Cast kombiniert. Kotoro-san hat eindeutig mehr Aufmerksamkeit verdient. Und da ich nicht will, dass das Werk in die Vergessenheit gerät, ist es in dieser Liste. Wobei Kotoro nur Gedanken lesen kann, kann Saiki alles. Wobei er nur einen normalen Schulalltag erleben will. Saiki ist die Definition von OP-Protagonist. Er kann Telepathie, Telekinese, besitzt hunderte Superkräfte, aber an sich will er nur ein normales Leben. In einem Umfeld, das alles andere als normal ist. Denn die meisten seiner Klassenkameraden haben ihre Eigenheiten, die sie einzigartig macht. Aber auch herrlich sympathisch. The Disastrous Life of Saiki K ist Peak. Einfach Peak Comedy, in dem alles ins Lächerliche gezogen wird, sowie erfrischend dumme Charaktere, die man einfach lieben muss. Die Witze sitzen, die Folgen sind erfrischend, also wer eine Netflix-Serie anschauen will, wo jede Folge unterhält, das sollte Saiki K eine Chance geben. Ein glaubendes Herz ist eine Magie. Das waren die Worte von Shiny Chariot, einer Hexe, die Magie zur Unterhaltung vorgeführt hat. Akko lebt nach diesen Worten. Ist ja auch ihr Vorbild und so. Und sie möchte eine Hexe werden, die auch andere zum Lachen bringt, obwohl sie nichts mit Zaubern am Hut hat und aus einer Familie von normalen Menschen abstammt. Trotz dieser Hürden tritt sie der Luna Nova Hexenakademie bei. Sie findet zwar relativ schnell neue Freunde, wie die schüchterne Lotte und die sarkastische Susi, aber wie es in so welchen Schulen typisch ist, bleiben die Rivalen auch nicht aus. Es ist einfach ein ungewöhnlicher Schulanime, der dir zeigen soll, was es bedeutet, seinen Traum zu erfüllen. Und so erlebt die kleine Akko ein Abenteuer, wo sie herausfinden soll, was es bedeutet, eine wahre Hexe zu haben. Yamada ist ein typischer Troublemaker, der die Schule einfach nur langweilig empfindet. Als er eines Tages von der Treppe stürzt und auf die hübsche Shiraishi landet, dabei sie in Anime-Manier aus Versehen küsst, stellt sich heraus, dass dieser Kuss den Körpertausch möglich macht. Das ist der Anfang einer herrlich absurden und magischen Liebesgeschichte, die doch in seinen Momenten ernst sein kann. Yamada-kun and the Seven Witches ist ein perfekter 12-Folgen-Anime mit einem durchaus befriedigenden Ende, einer schönen Handlung und unendlich sympathischen Charakteren. Das heißt, ein geniales Gesamtpaket in nur 12 Folgen, das man gesehen haben muss. Als ich in der 5. Klasse war, dachte ich wirklich, ich wäre ein Psychic oder habe irgendwelche Fähigkeiten, um zu bemerken, dass ich doch keine habe. Dann gibt mir das Erwachsenenleben doch ein Heavy Punch ins Gesicht und jetzt bin ich ein erbärmliches Individuum namens Mensch und hasse es, erwachsen zu werden. Wirklich Leute, genießt eure Kindheit und vor allem behaltet das ewige Kind in eurem Herzen. Denn es ist Gold wert, vor allem in diesen Zeiten. Wo war ich? Ja, beim Anime Love Chunibu and Other Delusions. Das Achtklässler-Syndrom ist weniger krass, als es sich anhört, denn das sorgt dafür, dass man im Teenageralter denkt, man ist ein übel heftiger Anime-Protagonist. Natürlich um sich abartig fremdzuschämen, wenn man dieses Syndrom nicht mehr hat. Das ist auch mit Yuta der Fall, der von nun an sein peinliches Ich den Rücken zukehrt und jetzt alles verändern will. Aber dann trifft er Rika, die das besagte Syndrom hat, und die stellt Yutas Welt gehörig auf den Kopf. Love Junior and Other Delusions ist ein süßer School Romance Slice of Life Anime mit knuffigen Charakteren. Der Anime thematisiert witzig das Erwachsenwerden, sowie das Thema Kindsein auf eine tolle Art und Weise. Dabei hilft das Schulsetting aus und das hat mich persönlich anders getroffen, als man denkt. Ein toller Anime. Schaut ihn euch an. Medaka ist das Powerhouse
der Honoikawa. Dabei ist sie die Schülersprecherin und jeder, der die Welt der Anime wahrlich versteht, weiß, dass der Schülersprecher oder Sprecherin broken ist. So leitet sie den Schülerrat, die sich um die Probleme der Schüler kümmert. Dabei sind die meisten Probleme mit eher übernatürlichen Twists versehen. Medaka Box ist ein witziger Edgy, Action- und Stuhl-Anime mit durchaus genialen Fights, in dem man schnell enttäuscht ist, da der Anime mit nur 2 Staffeln endet. Trotz allem einer der unbekannteren Anime, die ich hier mal vorstellen wollte. Tomoko ist anders, sie will beliebt werden, aber dafür fehlt es ihr eindeutig an sozialer Kompetenz und als sie versucht etwas zu verändern, entstehen leider Situationen, die am Fremdscham nicht so toppen sind. Dabei bemerkt sie immer mehr, dass es schwerer ist sich zu ändern als gedacht. Ich fühle Watamote anders, denn jeder hatte mal eine durchaus peinliche Situation, aber ich kann euch mit Gewissheit sagen, Tomoko toppt es. Oder man ist Anime-YouTuber, denn das ist auch ziemlich fremdscham-erregend. Watamote ist Fremdscham, aber gerade deswegen ist es so gut, denn jedes Mal, wenn was Peinliches passiert, kann man zum Teil mitfühlen und man fühlt sich teilweise auch schuldig, weil man darüber lacht. Dabei bleibt der Anime auf komische Art gesellschaftskritisch. Ich liebe Watamote, es ist ein Comedy, Slice of Life und School-Anime, den man eine Chance geben sollte. Auf der Kamei-Schule gibt es einen Club, der sich zum Ziel gesetzt hat, anderen zu helfen. Die Skat-Brigade. Sie besteht aus Usui, dem Hirn, Hime, der brutalen Schlägerin und Yusuke, dem Konzentrationsmeister. Komische Bezeichnung, aber was der mit seiner Brille macht, vertrau mir, der ist anders wild. Egal wie groß das Problem ist, sie helfen dir. Solange du dich traust, sie um Hilfe zu fragen. Sie geben zwar ihr Bestes, aber es endet meist auf eine echt weirde Art. Das Wichtigste aber ist, dass der Gedanke und das Ergebnis zählt. Falls mal etwas weniger los ist, geht vollends voll klar. Oder sie machen einfach irgendein random Zeug. Hört sich jetzt vielleicht wie Gintama in Neuzeit an. Und ja, ist es auch. Nur in der Schule. Erwartet ihr deswegen einen extrem lustigen Anime, der einem vom alltäglichen Stress ablenkt. Mit anderen Menschen reden. Es ist für den Großteil der Menschheit doch so leicht, aber nicht für jeden. Denn einigen Menschen fällt es durchaus schwer, mit anderen Menschen zu interagieren, obwohl sie gelegentlich das wollen. Genauso ergeht es Komi, denn ein einzelnes Gespräch ist Grund genug für sie zu flüchten. Tadano bemerkt es rasch und beschließt, Komi zu helfen, denn Komi träumt davon, 100 Freunde zu finden. Obwohl es einfach klingt, stellt sich die Aufgabe schwerer dar als gedacht. Aber Komi und Tadano sind tief entschlossen, den Traum zu realisieren. Komi Can Communicate ist ein guter School-Anime, denn jeder Charakter hier ist anders und zum Teil auch extrem. Aber das macht es auch so gut. Die Comedy ist on point, ohne sich auf die Kosten anderer lustig zu machen. Die Story, obwohl sie simpel ist, nimmt einen mit und es gibt kaum eine Folge, die langweilig ist. Eine Empfehlung meinerseits, schaut ihn euch an. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsanime aller Zeiten. Der muss einfach in dieser Liste, denn Oregairu ist ein genialer Schulanime. Hachiman Hikigaya ist die Definition eines Einzelgängers. Mit seinem antisozialen Verhalten und seiner eher pessimistischen Weltansicht hat er kaum Freunde. Aber diese hat er nicht nötig und dementsprechend sucht er nicht danach. Bis eines Tages seine Lehrerin als Strafe ihm dem Helferclub zuweist mit der intelligenten Yukinoshita Yukino. Von nun an helfen die beiden Mitschülern mit diversen Problemen. Oregairu ist witzig, dramatisch, romantisch und vor allem es dreht sich ums Erwachsenwerden. Mit 3 Staffeln hat es eine abgeschlossene Handlung, in dem keine Folge enttäuscht. Oregairu ist ein Must-Watch-Titel, vor allem wenn man auf Schulanime steht. So Leute, das ist die Endcard. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr es kräftig teilt, einen Kommentar hinterlässt und bewertet. Danke nochmal an Shauna für seine Parts und was bleibt noch zu sagen? Abonnieren und auf die Glocke hämmern, um nichts zu verpassen.